Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das erste Quartal des Jahres ist vorüber und das bedeutet, es ist wieder Zeit für ein Depot-Update. Ich zeige euch wie gewohnt in diesem Depot-Update mein Dividendendepot mit allen wichtigen Informationen über den Monat März. Dazu gibt es auch noch einen Quartalsbericht. Mein Name ist Stefano und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere ihn doch gerne. Denn so könnt ihr mich kostenlos unterstützen und ihr verpasst kein Video mehr. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Wie gewohnt beginnen wir mit Punkt 1 auf der Agenda, der Depotübersicht. Das Depot stand nach dem 31. März bei 17.923,49 Euro. Zu Beginn des Monats stand das Depot bei 18.855,04 Euro. Es wurden 90 Euro in 6 Aktien investiert und die monatliche Performance steht bei minus 5,39%, was einen Kursverlust von 1.021,55 Euro bedeutet. An Dividenden gab es letzten Monat 28,25 Euro, aber auf die Dividenden gehe ich im Verlauf des Videos noch detailliert ein. Realisiert wurde im letzten Monat nichts. Bevor wir zu Punkt 2 springen, möchte ich euch mal die Top- und Flop-Werte des ersten Quartals zeigen. Beginnen wir mit den Werten, die die ersten 3 Monate gut gelaufen sind. Ganz oben mit plus 21,03% steht die Kion Group. Allgemein passt das sehr gut zur aktuellen Stimmung an der Börse, dass europäische Werte besser als die US-Werte dastehen. Jedoch spricht AT&T klar gegen den Trend mit plus 19,59%. Dazu gab es noch 4,09 Euro an Dividenden. Direkt dahinter folgen Allianz aus Deutschland mit 19,33% und Veolia aus Frankreich mit 18,89%. Darauf folgt Tencent mit 17,52%. Der Europatrend geht dann mit der DRA Group und British American Tobacco weiter. Auch noch zweistellig stehen dann die Werte von WP Carey und Coca-Cola da mit 11,37% und 10,64%. Schauen wir jetzt mal auf die andere Seite der Medaille. Hier stehen nämlich die zwei Überflieger der letzten Jahre ganz oben. Am stärksten hat es Broadcom mit minus 30,85% erwischt. Mit minus 21,86% folgt dann Novo Nordisk. Nike läuft ja schon seit einiger Zeit eher schlechter als recht. Dementsprechend steht die Aktie bei minus 19,38%. Auch der kanadische Wert der Bank of Nova Scotia steht mit minus 15,06% da. Mit knapp unter minus 15% stehen dann die Werte von Walt Disney, Microsoft, Vonovia und Apple da. Den Abschluss bildet Danaher mit minus 13,14%. Trotz dieser negativen Entwicklung in den letzten Wochen steht das Depot nach dem ersten Quartal bei plus 0,66%. Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Kursverlauf. Der Monat März startete mit einem Minus von 2% in den ersten Tagen. Erholte sich dann kurzzeitig wieder auf fast 1%, aber fiel dann in der zweiten Woche stark ab auf über minus 4%. Die Woche darauf ging es wieder etwas bergauf. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich dieser Trend fortsetzt. Aber die Realität sah anders aus und es ging bis zum Ende des Monats noch weiter runter. Somit steht das Depot Ende März bei minus 5,39%. Hier der Überblick mit den eingerechneten Dividenden. Große Unterschiede gibt es dadurch nicht. Die Dividenden haben dafür gesorgt, dass das Depot am Ende des Monats bei minus 5,18% steht. Also knapp 0,2% besser da als vorher. Kommen wir zu den Top und Flops aus dem Monat Januar. Auf Platz 1 steht mit 10,67% Veolia. Das zeigt auch, dass der Trend im März stark Richtung europäischen Werten ging. Auf Rang 2 mit 7,05% steht die Allianz-Aktie aus Deutschland. Auf Platz 3 steht die DHA Group-Aktie mit 5,51%. Hier gab es am 5. März ganz ordentliche Quartalszahlen. Auch die Fraport hat es letzten Monat mal wieder in die Top 5 geschafft mit einer Performance von 4,56%. Die Fraport gab am 18. März seine Quartalszahlen bekannt, die insgesamt sehr gut ausfielen. Auf Platz 5 hat es wie im Vormonat schon Mondelez mit 2,11% geschafft. Somit ist doch noch ein US-Unternehmen in den Top 5 vertreten. Nachdem die Top 5 im letzten Monat alle bei über 10% standen, war der März eher ein schwacher Monat. Schauen wir uns jetzt die Flop-Seite an. Hier steht diesmal Novo Nordisk ganz oben mit minus 25,47%. Ich finde, das sind langsam sehr gute Kurse zum Nachkaufen, da ich von Novo Nordisk in Zukunft weiter überzeugt bin.
Auf Platz 2 mit minus 22,36% steht Nike da. Das, obwohl am 20. März gute Quartalszahlen bekannt gegeben wurden. Broadcom ist auch wieder in den Flop 5 dabei. Diesmal belegen sie Platz 3 mit minus 18,13%. Platz 4 belegt die Starbucks-Aktie mit minus 17,64%. Und auf Platz 5 haben wir noch die Aktie von Walt Disney, die bei minus 16,79% steht. Aufgrund der politischen Maßnahmen, die derzeit die US-Regierung beschließt, fallen die US-Werte stark. Als nächsten Punkt schauen wir uns ein paar News und Neuigkeiten über ein paar Werte im Depot an. Pepsi schluckt Getränkemarke für $2 Millionen. Zum Ausbau des Geschäfts mit gesünderen Limonaden übernimmt PepsiCo die Getränkemarke Poppi. Die Transaktion habe ein Volumen von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Kündigung auf Zeit: John Deere geht besonderem Weg. Der renommierte Landmaschinenhersteller John Deere hat sich für einen unkonventionellen Ansatz entschieden, um einen drohenden Personalabbau abzuwenden. Statt die Belegschaft zu reduzieren, bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, vorübergehend aus dem Arbeitsverhältnis auszuscheiden, während sie gleichzeitig ihren Arbeitsplatz behalten. Diese Regelung eröffnet den Beschäftigten eine einmalige Gelegenheit, ihre Karriere voranzutreiben, ohne die Sicherheit eines Arbeitsplatzes zu verlieren. 3M und H2UB, Europas führende Plattform für Open Innovation innerhalb der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette, haben gemeinsam einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft wird 3M sein Wissen bereitstellen, um das Netzwerk mit technologischem und marktspezifischen Know-how zu unterstützen. Ein kurzer Disclaimer, bevor es weitergeht. Alles, was ich hier bespreche, ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Alles, was ihr mit diesen Informationen macht, ist euer persönliches Risiko und ich kann dafür keine Haftung übernehmen. Des Weiteren kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Kennzahlen gewähren. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Kommen wir nun zu den Dividenden, die im Februar ausgeschüttet wurden. Das meiste gab es von LyondellBasell mit 7,05 €, von Pfizer mit 4,12 € und von Unilever mit 3,52 €. Von McDonald's gab es 2,68 € und über 1 Euro gab es von PepsiCo mit 1,92 €, 3M mit 1,90 €, Waste Management mit 1,77 € und von Realty Income gab es 1,76 €. Des Weiteren gab es noch folgende Unternehmen mit unter einem Euro: Microsoft mit 90 Cent, Visa mit 87 Cent, Johnson & Johnson mit 68 Cent, IBM mit 65 Cent und Broadcom mit 44 Cent. Macht insgesamt eine Dividende von 28,26 € im März. Wie haben sich die Dividenden zur vorherigen Ausschüttung verändert? Bei LyondellBasell gab es 30 Cent mehr als im letzten Quartal, was ein Plus von 4,44% bedeutet. Von Pfizer habe ich 4,12 € erhalten. Das ist eine Veränderung von 0,49%. Unilever konnte seine Dividende um 2,62% steigern im Vergleich zum letzten Quartal. Bei McDonald's gab es einen Rückgang von 3,6%. Bei PepsiCo gab es wiederum ein Plus von 7,26%. 3M schüttete genauso viel wie im letzten Quartal aus. Auch bei Waste Management gab es ein Plus von 5,99%. Bei Realty Income gab es 2 Cent weniger wie im letzten Monat, was ein Minus von 2,76% bedeutet. Runter ging es auch bei Microsoft mit minus 4,26%. Visa schüttete mir im März 87 Cent aus, das ist ein Plus von 2,35%. Bei Johnson & Johnson gab es 15 Cent mehr, was eine Steigerung von 28,3% bedeutet. Zum Abschluss haben wir noch IBM und Broadcom. Hier gab es 2,99% weniger und 4,35% weniger. Schauen wir auf den Rückblick des ersten Quartals. Von meinen Allworld gab es im ersten Quartal keine Ausschüttung, da die Dividende erst am 2. April ausgezahlt wurde. Betrachten wir das erste Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Letztes Jahr gab es 64,96 € aus dem Dividendendepot. In diesem Jahr gab es 75,01 €. Das bedeutet eine Steigerung von 15,47%. Wenn ich den ETF mit einrechne, dann gab es letztes Jahr 80,10 € und in diesem Jahr, wie ja schon erwähnt, 75,01 €, was ein Minus von 6,35 bedeutet. Die Dividenden des ETS werden in das Q2 mit eingerechnet. Vielleicht werden dann auch 2 Schüttungen in das zweite Quartal fallen.
Passend dazu schauen wir uns die akkumulierten Dividenden pro Jahr an. Bis zum März 2021 waren es 12,17 €, 2022 24,99 €, 2023 39,94 € und im letzten Jahr gab es bis zum März 67,01 €. Nach den ersten 3 Monaten des aktuellen Jahres stehe ich bei 75,46 €. Das macht eine Steigerung von 12,61% im Vergleich zum Vorjahr. Zum Ende der Dividenden seht ihr hier nochmal das Wachstum des Monats März visuell dargestellt im Vergleich zu den Vorjahren. Hier gab es in den letzten 5 Jahren insgesamt 91,99 € an Dividenden. Leider gab es in diesem Jahr weniger als im Vorjahr. Das liegt daran, dass Novo Nordisk und auch mein FTSE Developed Europe ex-UK ETF ihre Dividende erst im April ausgezahlt haben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat macht das einen Rückgang von 3,91%. Im nächsten Punkt geht es um Dividendenneuigkeiten. Im März gab es 2 Dividendenerhöhungen und eine Ankündigung der Werte, die sich in meinem Depot befinden. Realty Income erhöht seine Dividende um 0,19%. WP Carey erhöht ihre Dividende um 1,1% und Vonovia will seine Dividende um voraussichtlich 35,6% steigern. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Hier schauen wir auf die Rendite der Werte, die ich im März bespart habe. Im letzten Monat hatte ich 90 € in 6 Aktien investiert. Einen wirklichen Gewinner dabei auszumachen ist leider nicht möglich. PepsiCo steht bei minus 6,27%. Zweistellige Minus stehen ASML und LyondellBasell mit minus 10,03% und 11,6%. Danaher steht mit minus 4,96% noch am besten da. Caterpillar steht bei minus 7,85% und Thermo Fisher bei minus 9,13%. Am Ende schauen wir wie gewohnt auf meine Sparpläne für den aktuellen Monat. Ich habe in diesem Monat 91,59 € in 6 Aktien investiert. Davon gingen 15 € in Vonovia, Mondelez, Thermo Fisher, General Mills und Johnson & Johnson. PepsiCo wurde mit 16,59 € bespart. Das liegt daran, dass ich mir die Trade Republic Karte geholt habe und somit mein Safeback von 1,59 € mit in den Sparplan laufen ließ. Was haltet ihr von den Aktien derzeit, die ich in diesem Monat bespart habe, und wie lief der März bei euch? Lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Über ein Abo und ein Like würde ich mich auch freuen, denn ihr könnt so kostenlos meinen Kanal unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Aktienhobby.